ich bitte dich nur um eins. Erzähl niemand etwas. Wenn mein Vater davon erfährt, dann bricht eine Welt wie ihn zusammen. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ich bitte. Bitte. So ein blöder, arroganter Sack wie du weiß doch vor Überheblichkeit überhaupt nicht mehr, worüber er sich freuen soll. Ich, der liebesvolle Trottel, der auf eine Lesbe abfährt. Das stimmt nicht. Was ist hier bitte los? Was ist hier bitte los? Wir haben nur eine kleine Diskussion. Bei dieser Lautstärke offenbar über ein sehr kontroverses Thema. Ja, das kann man so sagen. Entschuldigen Sie, aber diese Angelegenheit betrifft nur mich und Ihre Tochter. Du entschuldigst mich? Karl? Ja. Weißt du, ich nehme einfach meine Arbeit ernst. Wenn es bei dir als Arroganz rüberkommt. Ach ja, das, was du machst, ist ja super wichtig. Und was ich mache, ist Pipi-Kram. Ach, Unsinn. Bei mir geht's nur einfach um ein bisschen mehr. Hier zum Beispiel entscheide ich über eine Millioneninvestition in ein Sportschuhlabel. Na super. Oh, Starblades, ja? Da willst du dein Geld reinstecken? Also zum einen ist das vertraulich und zum zweiten, ja, warum nicht? Die Bilanzen von dem Unternehmen sind einwandfrei. Trotzdem trägt die kein Mensch. Das sind total uncoole Treter. So. Mann, schau dich doch mal um bei mir auf dem Schulhof oder in der Stadt oder in deinen Nobelboutiquen kriegst du das natürlich nicht mit. Pretenders. Ja, ich bin's. Folgendes. Kontaktieren Sie doch mal unsere Trendscouts in London. Aha, natürlich noch heute Abend. Ich bräuchte mal eine Markenbewertung. Und zwar geht es um Starblades. Genau. Das wär's, danke. Natürlich musst du mir nicht sagen, worüber ihr euch gestritten habt. Aber Bernd von Beinbach ist hier zu Gast und ich erwarte, dass er sich als solcher etwas mäßigt. Wie gesagt, es klang schlimmer, als es war. Mag sein, Carla. Trotzdem, dieser Mann ist mir suspekt. Also ich finde, dass er sich dir gegenüber immer absolut korrekt verhalten hat. Ich meinte das auch eher in gesellschaftlicher bzw. geschäftlicher Hinsicht. Vielleicht solltest du dein Verhältnis zu ihm noch einmal überdenken. Danke für deinen väterlichen Rat. Gern geschehen. Immerhin hast du dich in der letzten Zeit häufig genug zu meiner Beziehung geäußert. Also das kann man ja wohl nicht ganz vergleichen. Schließlich willst du Cecile heiraten. Worum geht's? Ach, dieser Bernd von Beinbach hat sich hier eben etwas daneben benommen. Was war denn los? Ja, wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Also eben war es noch eine Diskussion. Ja, und dabei sind wir etwas lauter geworden, sonst nichts. Das passt jedenfalls ins Bild, das ich von diesem Mann habe. Also ich kann nur sagen, dass er immer sehr höflich und charmant ist. Siehst du? Und ein bisschen Temperament darf ja wohl erlaubt sein. Und er hat privat als auch beruflich eine sehr harte Zeit hinter sich. Naja, ich sehe schon, wir haben da sehr unterschiedliche Ansichten. Wollen wir, Cecile? Ja, gern. Auf Wiedersehen, Carla. Hallo, schon was gefunden? Danke, ich warte noch auf jemanden. Alles klar. Hallo. Es ist aber schön hier. Ist mal was anderes. Ja, ich mag dieses 50er-Jahre-Flair.
Vor allem haben sie hier sehr gute Eisbecher. Vor allem Love Explosion zum Beispiel. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Hallo. Robin. Ja, schön, dass du mal vorbeikommst. Und wie gefällt's dir hier? Ja, das ist sehr schön hier. Sag mal, jobbst du hier? Allerdings auf eigene Rechnung. Der Laden hier gehört Alexa und mir. Dir Arno nichts erzählt? Nein, tut mir leid. Ja, hast du auch trotzdem gefunden. Ja. Ja, Ach so, ja, das ist mein Geschäftspartner. Er hat übrigens den Treffpunkt hier vorgeschlagen. Ja. Ja, Robin, danke. Wir müssen Wichtiges besprechen. sind Sie denn auch in der Schönheitsbranche? Ja, genau. Als Model wahrscheinlich. Robin, machst du uns 2 Espresso? Klar. Danke. Ja, die trinken wir dann ganz schnell aus und gehen woanders hin. Wer ist das? Das ist der Neffe meines Mannes. Schon wieder falsch, das gibt's doch nicht. Dann komm, lass klingeln. Und was ist, wenn's Nico ist? Eben. Hi, Nico. Hi. Und, hast du was rausbekommen? Ja, und gleich mehrere Ergebnisse. Leider alle falsch. Was ist, wenn du doch deinen Bruder um Hilfe bittest? Ich meine, als Banker ist er doch bestimmt ein Mathe-Genie. Also lieber hocke ich hier die ganze Nacht, bis ich selbst den Dreh raus habe. Wenn ich dir nur helfen könnte. Jetzt nicht. Was hast du gesagt? Nichts. Andi kann sich nur gerade nicht beherrschen. Erzähl mir mal was Neues. Aber nochmal zurück zur Mathe. Hast du nicht doch irgendwie einen Plan? Nee, habe ich ja schon gesagt. Wir sind in unserem Kurs leider gerade bei einem ganz anderen Thema. Ich telefoniere. Sag mir doch einfach, wenn ich störe. Du störst nicht. Wir gucken gerade Fernsehen. Ja, das ist natürlich interessanter als mein Gejammer. Ach, Quatsch. Ist auch egal. Ich werde hier mal weitermachen. Wir können ja morgen in der Schule noch mal drüber sprechen, ja? Machen wir. Ciao. Ja. Ah. Und was sagen die Trendscouts zu Starblades? Nicht angesagt. No Street Credibility. Nein, ich habe mir das natürlich schon gedacht. Ich wollte nur sicher gehen. Danke. Ach, noch was. Haken Sie doch mal nach, was man dort über Schuhe von Pretenders denkt. Aha. Danke. Vanessa, jetzt komm da raus! Schöner wirst du nicht mehr. Au. Aua, dieser Muskelkater hat das Ausmaß eines Königstigers. Ja, und wenn du heute mal Training blau machst, oder geht das nicht? Nein, ich fürchte nicht. Ja, eine kleine Massage. Oh, das wäre gut. Aua, ja. Hör nicht auf, das tut gut. Ist aber auch. Ich muss jetzt los. Wunder gibt's also doch noch, ja? Was ist denn? Ich muss zufälligerweise ins Bad. Dann sag doch was. Jana, warte mal kurz. Oh, Robin, ich hab echt total eilig. Nur ganz kurz. Gibt's irgendwas Neues von Elisabeth und Arno? Wie kommst du denn jetzt da darauf? Ja, haben die beiden sich irgendwie gesehen oder so? Elisabeth war gestern im Blue Eyes. Mit einem jüngeren Typen, mit so einer Modelvisage. Und? Ja, Elisabeth war total aufgeregt, als sie mich gesehen hat. Also die hat ja nicht mit gerechnet, dass sie da jemand kennt. Robin, du spinnst. Elisabeth war total verkrampft. Und
Und da hat sie mir erzählt, dass es ihr Geschäftspartner ist. Aber das kaufe ich ihr nicht ab. Vielleicht ist es ja echt ein Model. Für eine Werbung oder sowas. Also Elisabeth hat bestimmt kein Verhältnis. Wieso nicht? Weil sie ganz einfach nicht der Typ dafür ist. Also, mir ist fast das Herz stehen geblieben, als Robin plötzlich auftauchte. Hat er denn was gemerkt? Dass ich nervös war? Na, bestimmt. Warum eigentlich? Sie sind niemandem Rechenschaft schuldig. Oh nein, ich möchte aber auf keinen Fall, dass Arno irgendetwas davon erfährt. So lammfromm habe ich ihn ja lange nicht erlebt. Ob er krank ist? So, bitteschön. Einen doppelten Espresso, bitte. Sehr gerne. Ja, Carla. Hallo Bernd. Ich würde gern was mit dir besprechen. Aha. Ja, lieber nicht am Telefon. Na, meinetwegen. Heute Mittag bei mir im Büro? Gut, bis dann. So, Ihr doppelter Espresso, bitteschön. Danke. Ich möchte mit Loki ja auch gerne mal andere Sachen machen. Zum Beispiel essen gehen oder zusammen bummeln. Ja, aber wie es aussieht, werden wir uns wohl weiterhin heimlich treffen müssen. Sie werden sich schon die Zeit vertreiben. Ja, natürlich. Klar, aber ich finde das ihm gegenüber auch nicht fair. Ich meine, wahrscheinlich erwartet er mehr als immer nur diese heimlichen Treffen im Hotel. Wirkt er denn in irgendeiner Weise gelangweilt? Nein, 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 im Gegenteil. Oh, nein, Frau Johnson, nicht so, wie Sie das meinen. Ich meine, so vielleicht auch, aber... Ach, mit Luke, das ist einfach so erfrischend. Anders als diese Alltagsroutine. Das ist doch klar. Genießen Sie es. Es tut mir leid, aber ich muss zurück nach Schönberg. Ein Termin mit einem potenziellen Käufer. Angelo, die Rechnung bitte, ja? Pumpernickel mit Roquefort und Salat, Roggenbrot mit Barberry, Entenbrust und Avocadoscheiben Keine Erdnussbutter? und natürlich Weizenbrot mit Erdnussbutter. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Ja, da wäre wirklich noch was. Kennen Sie sich mit solchen Gleichungen aus? Ich fürchte, Sie wenden sich da an den Falschen. Meine Stärken liegen mehr bei Buchhaltung und Kostenrechnung. Höhere Mathematik ist dagegen nicht ganz so mein Gebiet. Was ist mit dir? Das ist eine Kurvendiskussion, oder? Du kennst dich damit aus? Sorry, Nico, aber meine Mathekenntnisse beschränken sich nur auf das, was man beim Komponieren braucht. Viertel, Achtel, Sechzehntelnoten. Und dafür reicht Buchrechnung. Scheiße. Dann sollten Sie sich vielleicht an den jungen Herrn Grafen wenden. Der ist geradezu ein Mathe-Genie. Habe ich dir ja auch schon gesagt. Ja, dann wird da wohl was dran sein. Ich hoffe, dass ich wenigstens Ihnen helfen kann, gnädige Frau. Ja. Können Sie mir sagen, wie viele Gäste bei der Hochzeit hier im Schloss übernachten können? Gern. Das sind Zahlen, mit denen ich mich auskenne. Danke, Angela. Gerne. Ich werde die Budgetplanung für die neue Kosmetikserie dann fertig machen lassen. Ja, ich komme später und hole Sie ab. Perfekt. Ja. Frau Brandner, schön, Sie zu sehen. Ach, Graf Landstein, guten Tag. Guten Tag. Von Landstein. Sylvia Jones. Angenehm. Angenehm. Wir müssen leider los, aber sind Sie bitte so nett und grüßen Nico ganz herzlich von mir. Das werde ich gerne tun. Ja, Auf Wiedersehen. Ja, bitte. Auf Wiedersehen. Graf Lahnstein. Angelo. Darf ich Sie zu Ihrem Tisch führen? Gerne. Gleich hier vorne, bitte. Danke sehr. Graf Lahnstein, guten Tag. Herr von Beinbach. Für mein Benehmen gestern Abend möchte ich mich bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Ich wollte Sie eigentlich gestern Abend noch darauf ansprechen, aber da Sie sich so schnell verabschiedet haben. Nun, ich hielt es für das Beste. Mein Verhalten war tatsächlich nicht korrekt.
Wollen Sie mir denn nun verraten, worum es bei Ihrer kleinen Auseinandersetzung ging? Es tut mir leid, aber das ist wirklich eine private Angelegenheit zwischen Ihrer Tochter und mir. Wie Sie meinen? Ich bitte Sie nur in Zukunft, etwas mehr Respekt zu wahren. Zumal meiner Tochter etwas an Ihnen zu liegen scheint. Die Freundschaft zu Ihrer Tochter liegt mir auch sehr am Herzen. Und glauben Sie mir, ich werde Sie selbstverständlich auch um Verzeihung bitten. Tun Sie das. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Offenbar können Sie sich Ihre Zeit auch frei einteilen. Oder haben Sie momentan Urlaub? Nein, ich bin selbstständig. Ah, welche Branche? Ausstellungsdesign. Siehst du, jetzt kommst du nicht drum herum. Luke spricht nicht gerne über seine Arbeit. Naja, es gibt ja auch wirklich interessantere Themen. Aber auch weitaus langweiligere. Wer sind denn Ihre Kunden, wenn ich fragen darf? Alle möglichen Firmen. Sie sind ja wirklich sehr diskret. Aber dann kennen Sie doch bestimmt Theo Prinzen. Nein, ist mir jetzt kein Begriff. Er ist der Geschäftsführer von Media Display. Mit denen arbeiten wir oft zusammen. Naja, man kann ja nicht alle Leute in der Branche kennen. Das stimmt natürlich. Nett, dass du gleich vorbeigekommen bist. Ich hatte gerade nichts anderes vor. Ja, zunächst mal wollte ich mich persönlich bei dir bedanken. Hättest du gestern was gesagt, wäre eine Katastrophe passiert. Insofern, danke. Ja, das mit Evelyn ist vorbei. Und natürlich soll mein Vater auch in Zukunft nichts davon erfahren. Überhaupt niemand. Deshalb, kannst du es bitte für dich behalten? Ja, ich habe gestern geschwiegen und ich werde es natürlich auch weiterhin tun. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Deshalb möchte ich mich auch gerne erkenntlich zeigen. Du weißt, ich könnte dir beruflich einige Türen öffnen. Wenn du eine Empfehlung oder sonst etwas in der Art brauchst. Carla, bitte. Du hast nichts verstanden. Glaubst du im Ernst, ich erwarte eine Gegenleistung von dir? Ich bin doch nicht käuflich. Natürlich nicht, aber... Ja, aber was? Fühlst du dich mir gegenüber verpflichtet? Ich habe das aus Freundschaft getan. Danke für den Champagner. Nichts zu danken. Danke. Ja, und schön, dass wir uns auch ein bisschen näher kennengelernt haben. Hat mich auch gefreut. Frau Jones. Wiedersehen. Fast hätte ich es vergessen. Ich hätte noch eine Frage zur Budgetplanung. Es dauert wirklich nur einen Moment, ja? Ich warte dann draußen. Ich komme gleich nach. Okay. Er kennt Theo Prinzen nicht. Ja, und? Mein Gott, das ist, als ob ein Bodybuilder noch nie was von Arnold Schwarzenegger gehört hat. Jeder Ausstellungsdesigner kennt diesen Namen. Worauf wollen Sie hinaus? Nein. Nein, er hat mich noch nie um Geld gebeten, wenn Sie darauf hinaus wollen. Und ich meine, sehr bedürftig sieht er nicht aus. Trotzdem sollten Sie vorsichtig sein. Irgendwas stimmt nicht. Weil Sie ihn nicht kennen. Sie würden gar nicht auf die Idee kommen. Ja, vielleicht bin ich auch zu misstrauisch. Aber ein bisschen Vorsicht kann nicht schaden. Ist irgendwas? Du gehörst also zur Pretenders-Fraktion. Bitte? Na, du fandst doch Starblights uncool. Ja, stimmt. Ich wusste gar nicht, dass du 17-Jährigen zuhörst, wenn sie dir was erzählen. Tja. Und sag mal, tragen bei euch alle in der Schule Pretenders? Bin ich ein Lemming? Bis sich rumgesprochen hat, dass die in sind, habe ich schon 3-mal die Marke gewechselt. Du meinst aber, die werden in sein. Das meine ich nicht nur, das weiß ich. Ich kann ja verstehen, dass dich dieses kleine Geheimnis ja bedrückt hat. Aber warum hast du mich nicht viel früher eingeweiht? Weil ich dich damit nicht belasten wollte. Ich habe doch kein Problem mehr damit. Und Freundschaft heißt auch, dass man einander vertrauen kann. Und du meinst, du kannst damit leben? Ja, von mir erfährt niemand was. Außerdem habe ich das Gefühl, dass dadurch unsere Freundschaft noch tiefer wird. Ich will ja nur nicht, dass du dir irgendwelche Hoffnung machst und am Ende enttäuscht bist. Das habe ich schon hinter mir. Ja, und wie du siehst, bin ich trotzdem hier.
wenn wir Freunde sind. Und das sagst du nicht nur so? Du meinst, wir werden wirklich immer nur Freunde sein? Tja, hat doch auch was. Freundschaften halten eh länger als jede Beziehung. Da ist was dran. Was hast du denn? Entschuldige, mir geht immer noch diese Budgetplanung durch den Kopf. Hey, du hast Feierabend. Entspann dich. Ja, ich weiß, ich kann nur nicht abschalten. Tut mir leid. Ich weiß, was dir hilft. Mist. Was suchst du? Ach, ich hatte uns eine Flasche Barbera besorgt. Ich dachte, ich hätte sie eingesteckt, aber die ist wohl noch im Kofferraum. Lass doch. Glaub mir, der Wein schlägt das Zeug aus der Minibar um Längen. Nicht weggehen. Ich bin ruhig. Ganz ruhig. Musst du das Maximum von der Funktion finden? Ja, aber erstmal können vor Lachen. Dann bild doch erstmal die erste Ableitung. Soweit war ich auch schon. Ja, und die setzt du gleich 0 und dann hast du eine Gleichung für die unbekannte x. Und die muss ich dann nur noch nach x auflösen. Und dann habe ich auch schon das Maximum. Das musst du aber erst überprüfen. Das könnte ja auch ein Minimum sein. Ach ja, Oder eine horizontale Wendetangente. ja. Ja, okay, Moment. Dafür brauche ich die zweite Ableitung. y2', stimmt's? Genau. Und in die setzt du die gefundenen Werte für x ein und überprüfst, ob sie negativ, positiv oder gleich 0 wird. Und nur wenn die negativ ist, habe ich das Maximum. Du bist echt gut. Benedikt hat recht, danke. Wieso? Hast du doch praktisch alleine gemacht. Suchst du was Bestimmtes? Und so geht es weiter. Hat das No Limits heute zu? Für dich nicht. Überraschung! Du wolltest die Zeit nutzen, um zu studieren, dich beruflich weiterzuentwickeln. Ganz abgesehen von dem Vermögen, das du verschwendest. Du denkst ja doch wieder nur ans Geschäft. Ich denke an deine Zukunft. Aber ich lebe jetzt. Dir fällt nichts Besseres ein, als mich lächerlich zu machen. Das ist doch nicht wahr. Für dich bin ich doch nur eine Marionette in einem Scheißspiel. To your heart.